Meine liebe Freundin, mein lieber Freund des Lichtes, ich bin Namahim und ich begrüße dich zu deiner Verjüngungsmeditation. Lass mich damit beginnen, dir einiges kurz zu erläutern. Wie in dem Video zuvor bereits besprochen, ist dies nun die Meditation, um deine mentale Ebene frei zu bekommen, nach und nach von allen begrenzenden Gedankenformen und dem Glauben daran, dass Altern und Vergänglichkeit normal und unumgänglich sind. Ich werde in dieser Meditation mit vielen Lichtkristallen arbeiten. Sie werden dir eingeblendet und so kannst du diese Meditation, wenn du die Lichtkristalle noch nicht kennst, einfach auch mit offenen Augen vor deinem Bildschirm durchführen. In dieser Meditation geht es darum, und ich werde diese Metapher wieder aufgreifen, den Zug des Alterns anzuhalten und ihn umzukehren in die Ursprünglichkeit, in die Verjüngung, die Erneuerung und die Regeneration. So lasse dich nun tief ein und wir beginnen mit dieser Meditation, die du so oft du möchtest wiederholen kannst. Und je öfter du das tust, umso stärker wird sich die Wirkung zeigen. Deine Verjüngungsmeditation. Beginne damit, dass du, wenn du deinen Ursprungsnamen bereits kennst, ihn sprichst. Dies öffnet deine Energiefelder ganz weit. Wenn du deinen Ursprungsnamen nicht kennst, dann blicke nun auf den Lichtkristall Om Tat Sat. Er bedeutet Lichtarbeiter und trägt, wenn du ihn visualisierst und in dich hineinatmest, deine Energie, deine Ursprungstöne. Nun zentriere dich. Nimm den folgenden Kristall Avatara tief in dich auf. Er bringt dich in deine Mitte und dich dem göttlichen Licht in dir näher. In deinem Herzen wohnt das göttliche Licht. Du bist ein göttlicher Mensch. Für die Verjüngung ist es notwendig, dass du deine Göttlichkeit, dein Schöpfertum und damit verbunden der tiefe Glaube und das Vertrauen daran, dass alles möglich ist, in dir trägst, es immer mehr nährst und ausdehnst. Und du dehnst es aus wie eine leuchtende Sonne. Dehne von deinem Herzen aus deine göttliche Energie wie eine Sonne aus, sodass alle Chakren, dein ganzer Körper und immer weiter darüber hinaus, dein ganzes Energiefeld in dieser Sonne badet. Du bist diese Sonne. Und nun treffe eine Entscheidung. Entscheide dich jetzt in diesem Augenblick und blicke zum Lichtkristall Ditraso. Er erleichtert dir und unterstützt diese Entscheidung. Du entscheidest dich zu vertrauen, denn das ist das Allerwichtigste.
so wie du lange Zeit geglaubt und vertraut hast, dass das Leben endlich ist, dass die Zellen altern und dass Verjüngung nicht möglich ist, so entscheidest du dich jetzt mit aller Kraft, mit deinem ganzen Bewusstsein dafür, dass diese Gedankenmuster sich lösen. Atme den Lichtkristall Mona Oha, Vertrauen, tief in dich hinein und lasse ihn wirken. Nun nimm noch den Lichtkristall Lotus auf. Er steht für das neue Bewusstsein. Das alte Bewusstsein wird dadurch leichter von dir weichen und neue Wege öffnen sich. In deine Entscheidung fließt auch ein, dass du dich entscheidest, frei zu sein. Frei von allem, was du bisher in deinem Leben, vielleicht auch in früheren Leben, gelernt und erfahren hast, was das Altern, das Sterben und die Vergänglichkeit betrifft. Nimm dazu jetzt den Lichtkristall Layuesha für Freiheit in dich auf. Dies geschieht mit einem Atemzug und mit dem nächsten Atemzug nimmst du den Lichtkristall Mohara in dein Energiefeld hinein. Du bittest Mohara, sich besonders in deiner mentalen Ebene auszudehnen. Mohara steht für reine Gedanken. Und jetzt in diesem Augenblick rufst du deinen goldenen Engel, der ein Teil von dir selbst ist, hinzu und deine persönliche Engelsgruppe, die immer bei dir sind, dir ewiglich dienen, dich bei dieser Meditation, bei dieser Veränderung deines Weltbildes zu unterstützen, die Energien zu lenken. Ich verwende die Metapher eines Zuges. Stelle dir vor, es fährt ein Zug mit unzähligen Güterwaggons durch die Landschaft, durch die Weiten einer Prärie. Dieser Zug symbolisiert den Alterungsprozess. Irgendwann einmal wurde dieser Zug in Bewegung gesetzt und seither fährt er scheinbar unaufhaltsam entlang der linearen Zeitlinie bis hin zu einem Punkt, von dem die Menschen glauben, dass dort auf eine ganz natürliche Art und Weise das Leben endet, der physische Körper verbraucht, gealtert und geschwächt ist. Diesen Zug kennst du so gut. Er zeigt sich dir in vielerlei Formen in deinem Leben. Das Kollektiv der Menschen glaubt
so sehr daran, dass dieser Zug nur in eine Richtung fahren kann, von der Geburt hin zum Sterben. Deine Aufgabe wird es nun sein, diesen Zug nach und nach zum Stoppen zu bringen. Dieser Zug ist beladen, ja überladen. In seinen Waggons befinden sich unzählige Erfahrungen, Glaubenssätze, Überzeugungen, die das Altern in sich tragen. Mit jeder Erfahrung, die du machst, die die Menschen machen, die diese Überzeugungen zu bestätigen scheinen, verfestigen sich diese Muster, werden immer dichter, immer schwerer. Wir wollen nun gemeinsam daran gehen, diese Güterwaggons zu entladen. Mit jedem Güterwaggon, den du entlädst, wird der Zug leichter. Und indem er leichter wird, lässt er sich auch leichter abbremsen. So siehst du nun diesen Zug vor dir. Und du beginnst beim ersten Waggon, der an der Lokomotive hängt. Die Lokomotive an sich ist etwas Neutrales. Sie ist nur die Kraft, die deinem Willen folgt. Dieser Güterwaggon, der sich hinter der Lokomotive befindet, ist ein sehr ursprünglicher. Es ist der erste Waggon, der angehängt wurde, und er trägt besonders tiefe Überzeugungen, was das Altern betrifft, in sich. Diesen Waggon wirst du immer wieder aufsuchen, ihm immer wieder deine Aufmerksamkeit schenken, immer wieder hineinblicken und Muster, die sich dort vielleicht wieder bilden, zu lösen, zu reinigen und zu entfernen. So blicke nun in diesen Waggon hinein. Und es ist gar nicht so wichtig, was du im Einzelnen siehst, wie sich dir diese Gedankenmuster darstellen. Nimm einfach wahr, dass dieser Waggon beladen ist mit etwas, das sich nicht nach Leben und Freiheit anfühlt. Mit etwas Zähem, mit etwas Dunklem, mit etwas Verwirrtem. Und nun blickst du auf den Lichtkristall Nasha-O. Wenn du aus deinem dritten Auge heraus den sogenannten Sinusstrahl aktivierst, dann setzt du diesen Lichtkristall Nasha-O, der tiefe Reinigung bewirkt, auf deinen Sinusstrahl. Du lässt den Sinusstrahl nun mit dem Kristall Nasha-O in diesem Waggon frei schwingen. Du kannst ihn zum Beispiel in einer liegenden 8 schwingen lassen. Oder du überlässt es einfach deinem Sinusstrahl, der gelenkt wird von deiner inneren Intelligenz, deiner persönlichen Engelsgruppe. Beobachte die Wirkung des Kristalls für einige tiefe Atemzüge.
ziehst du deinen Sinusstrahl kurz zu dir zurück und du setzt den Kristall Nion darauf. Dieser steht für Entbindung. Er entbindet diese Strukturen, die so verhaftet sind, voneinander und ineinander und erleichtert Transformation. Dann lenke den Sinusstrahl mit dem Kristall Nion an seiner Spitze wieder in die Strukturen, in den Vagon hinein und lasse für einige Momente Nion dort wirken. Nun nimmst du den Lichtkristall Elo. Er steht dafür, jeden Widerstand zu transformieren. Dieser Widerstand kann auch in deinen anderen mentalen Strukturen vorhanden sein. Vielleicht glaubst du aus irgendeinem Grund noch nicht so sehr daran, dass es möglich ist, dich tatsächlich zu verjüngen. Lasse Elo in diesen Strukturen in deinem mentalen Feld wirken. Du setzt ihn auf deinen Herzensstrahl, der von deinem Herzen, von deinem Zentrum der Energie ausgeht, und lasse deinen Herzensstrahl in diesen Strukturen frei schwingen. Nun ziehst du deinen Herzensstrahl zu dir zurück und setzt den Lichtkristall El Gotcha für Loslassen auf deinen Herzensstrahl. Und während du das tust, wirkt immer noch dein Sinusstrahl im ersten Vagon. Und du setzt El Gotcha auf deinen Herzensstrahl auf und lässt ihn in deiner gesamten Lichtstruktur zirkulieren, frei schwingen, so wie der Herzensstrahl es von selber tut, oder einfach indem du dir eine liegende Acht vorstellst, in der dein Herzensstrahl sich bewegt. Lasse dies für einige Augenblicke geschehen. Nun ziehe deinen Herzensstrahl zurück und nimm den Lichtkristall Pradna für Kraft. Du lässt ihn noch einmal in deinem ganzen Licht, in deinem System, in deiner mentalen Ebene, aber auch in dem ersten Waggon des Güterzuges wirken. Vielleicht kannst du vor deinem inneren Auge beobachten oder es einfach fühlen. Oder du vertraust ganz einfach darauf, dass diese machtvollen Energien deinem Fokus, deiner Absicht folgen und genau das tun und verrichten, was du ihnen geheißen hast. Sie unterstützen dich voller Kraft und voller Liebe. Nun hast du diesen ersten Güterwaggon von diesen Strukturen befreit. Doch es gibt noch viele Güterwaggons, die sich angehängt haben im Laufe der Zeit.
Und auch diese Güterwaggons müssen geleert werden. Doch der erste ist der wichtigste. Und so ist es möglich, dass sich in ihm immer wieder Strukturen nachbilden. Und immer wenn du diese Meditation wiederholst, wirst du dich als erstes diesem ersten Güterwaggon auf diese Art zuwenden. Dies ist die Basis für alles Weitere. Weil dieser Güterwaggon nun in diesem Moment befreit und geleert ist, in diesen ganzen einengenden Strukturen des Alterns und der Vergänglichkeit, ist es wichtig, dass du ihn füllst mit Energien des Lichtes und der Göttlichkeit. Und so wirst du in diesen ersten Güterwaggon immer den Lichtkristall Tan Atara für Lebensfreude einsetzen. Du verwendest wieder deinen Herzensstrahl, setzt den Kristall Tan Atara darauf und lässt ihn mit voller Strahlkraft den Güterwaggon durchleuchten, hell erstrahlen. Du spürst, er enthält die Freude, die Leichtigkeit. Und genau diese Energie ist eine Grundvoraussetzung, um die anderen Strukturen, die noch vorhanden sind, in den anderen Güterwaggons viel leichter, einfacher lösen zu können. Die Energie der Leichtigkeit trägt die Zellerneuerung in sich, trägt die mentale Verjüngung in sich, ermöglicht es deinen Zellen zu tanzen. Und nun werden wir uns in dieser Meditation noch dem zweiten Güterwaggon zuwenden. Wir werden ihn leeren. Und wenn er geleert ist, werden wir einen energetischen Platzhalter einsetzen, sodass er keine Energie mehr aufnehmen kann. Wir werden ihn füllen mit dem reinen Licht und dafür visualisierst du dir nun den zweiten Güterwaggon. Du kennst den Ablauf bereits. Du bist in deiner Schöpferkraft jetzt in diesem Augenblick. Du weißt, dass alles möglich ist. Du verwendest wieder deinen Sinusstrahl, setzt den Lichtkristall Nasha'o darauf und du setzt gleichzeitig auch den Lichtkristall Neon darauf, gleichzeitig den Lichtkristall Elo und gleichzeitig ebenso den Lichtkristall El Gotcha auf die Spitze deines Sinusstrahls. Diese Energien verbündeln sich, entwickeln eine hohe Strahlkraft. Es ist wie ein Leuchten. Du gehst mit deinem Sinusstrahl in diesen zweiten Güterwaggon hinein und mit einigen tiefen Atemzügen beobachtest du, wie es bereits viel leichter geht, wie sich die Strukturen der Gedanken, der negativen Gefühle, vielleicht der Ängste, der Sorge um die Vergänglichkeit und des Alterns einfach auflösen.
Und du ziehst nun deinen Sinusstrahl zurück. Du aktivierst noch einmal deinen Herzensstrahl. Und nimmst auf deinem Herzensstrahl den Lichtkristall Ana auf. Ana ist das reine, pure Licht. Du platzierst diesen Lichtkristall und verankerst ihn im zweiten Waggon. Ein helles Leuchten entsteht. Ana brennt sich ein. Und dort, wo das reine Licht ist, dieses Lichtfeld, werden sich keine Strukturen mehr bilden. Du verwendest jetzt noch den Kristall Shun. Gibst ihn mit deinem Herzensstrahl zu Ana hinzu. Und er wird dafür sorgen, dass die Energie von Ana gehalten wird. Diese Bilder, die du nun erlebt hast vor deinem inneren Auge während der Meditation, werden dir immer wieder in Erinnerung kommen. Du weißt, es sind noch viele Güterwaggons. Und jedes Mal, wenn du diese Meditation wiederholst, beginnst du mit dem ersten Waggon. Der zweite Waggon ist bereinigt. So gehst du zum dritten Waggon, zum vierten, zum fünften und so weiter und so fort. Du kannst in diese Waggons, wenn du sie von den begrenzenden Strukturen gereinigt hast, alles hineinlegen. Bilder, positive Gefühle, der Verjüngung, der Erneuerung, der Lebensfreude, der Leichtigkeit, des Staunens, der Geborgenheit, der Gelassenheit, der Heilung, der Freude, des reinen Lichtes. Du verwendest, wenn du das getan hast, um die Energie der Kristalle oder deiner Bilder in einem Waggon zu halten, immer den Kristall Shun. Und so fährst du fort. Du kannst dies täglich tun. Du kannst es in größeren Zeitabständen wiederholen, wie es dir deine Intuition sagt. Und du wirst merken, dass mit jedem geleerten Güterwaggon es leichter wird, der Zug sich verlichtet. Langsam beginnt die Lokomotive abzubremsen. Immer ein bisschen mehr. Doch diese Entledigung der alten Strukturen ist so wichtig, denn das, was du in deinem mentalen Feld auf diese Art vollziehst, wird sich in deiner Zellerinnerung, in deinem Zellwasser widerspiegeln. Und die Zellen werden immer mehr in der Verbindung der Zellen, dein physischer Körper, durch deine mentale Ebene initiiert, immer wieder bestärkt und mit Vertrauen, mit Liebe, mit Achtsamkeit überhäuft, dieses neue Zellgedächtnis annehmen. Nun atme einige Male tief für dich
Und wenn es dir möglich ist, empfinde Dankbarkeit und Glück darüber, dass du nun ein so wirkungsvolles Werkzeug in deinen Händen hältst, dich zu befreien, dich aus dem Kollektiv der Alterung auszuklinken. Diese Meditation endet an dieser Stelle. Ich möchte dir nur noch einmal kurz vorschlagen, das Vorgängervideo, wie funktioniert Verjüngung wirklich, dir anzusehen, wenn du es nicht bereits getan hast. Denn dort findest du zu dem, was wir nun vollzogen haben, die tieferen Erklärungen und Hintergründe. Und auch, dass dies, wie diese Meditation gestaltet ist, nur ein Teil ist von zwei ganz wichtigen Aspekten, die es braucht für deine Verjüngung, sodass sie wirklich sichtbar wird, dich nicht nur zunehmend leichter fühlst, dich jünger, agiler fühlst, sondern dass deine Zellen tatsächlich sich verjüngen, der Alterungsprozess stoppt, die DNA neu strukturiert wird auf Leben, die Neuausrichtung der Zellen. Über dieses Thema werde ich noch einmal ein eigenständiges Video drehen, um dies näher zu erklären. Ich, Namahim, ich bedanke mich bei dir. Es ist gut, wichtig und schön, dass es dich gibt und dass du hier bist zu dieser Zeit. Du bist vollkommen in deinem Licht. Anasha.